Schauen Sie mal, das hier, das ist Frank Ladewig, heißt er. Ja, den Namen haben wir ab und zu schon gehört, und er hat eine große Mission. Er möchte mit diesem Katamaran eines Tages über die Weltmeere schippern. Und das Besondere ist, dass er mit Freunden diesen Katamaran selbst baut. Wir begleiten das immer wieder, waren jetzt auch wieder da und haben gelernt, auch so ein Katamaran muss gemästet werden. Gut verpackt, wie ein sicher gehütetes Geheimnis, liegt er jetzt auf dem Gelände von Frank Ladewig und seinen Bootsfreunden im Oderbruch. Der Mast für den Katamaran, mit dem sie 10 Jahre lang über die Weltmeere segeln wollen. Der Mast hier ist 16 Meter lang. Der wiegt auf einen Meter, das Aluminiumprofil wiegt auf einen Meter 8,9 Kilo, was eigentlich nicht viel ist, aber 16 Meter ist eben halt ein Stück. Ich sag mal, das Ganze regt zusammen 250 Kilo, 300 Kilo. Das hängt ein bisschen davon ab, wie wir das ausrüsten. Der Mast wurde im französischen La Rochelle gebaut und für einen sehr guten Preis an die Truppe aus Deutschland verkauft. Aber auch in Frankreich verzögerte Corona alle Pläne. Als der Mast dort endlich abholbereit war, durfte niemand reisen. Doch Frank Ladewig findet immer einen Weg, auch nach La Rochelle. Und wir fahren jetzt hier raus, werden den festmachen und dann geht zurück nach Deutschland. Insgesamt 50 Stunden waren sie unterwegs, fast 4000 Kilometer, davon 2000 mit dem riesigen Mast auf dem Dach. Doch jetzt ist er da und damit auch die Hoffnung, dass die Zeit der Einschränkungen vorbei ist. Denn Corona hat das ganze Projekt doch ziemlich ausgebremst. Viele Monate mussten Frank Ladewig und sein Mitstreiter Morgan Briand mehr oder weniger allein am Boot arbeiten. Große Arbeitseinsätze mit vielen Leuten waren nicht möglich, aber Stillstand gab es trotzdem nie. Was wir eben halt gemacht haben, dass er eben halt, wo an der Stelle einfach 5 oder 6 Leute arbeiten, hat einer gearbeitet, ja, um das eben halt zu schützen. Wir haben auch keine Fälle. Wir haben hier glücklicherweise auch im Umfeld, auch in Frankreich, keiner von den Partnern dabei sind, aber wir sind reduziert auf ein Zehntel von der Arbeitskapazität, die wir sonst hatten. Trotzdem ist ein Fortschritt deutlich zu erkennen. Viele Teile des Bootskörpers sind schon mit Epoxidharz gestrichen und das wird auch in den nächsten Wochen eine wichtige Aufgabe sein. Denn der 15 Meter lange und 7 Meter breite Segelkatamaran muss auch innen mit dem wasserabweisenden Material geschützt werden. Wir tragen jetzt hier relativ dick auf, so dass es sich eben halt vollständig imprägniert. Die Oberfläche ist vollständig imprägniert und überzieht er nochmal mit einem Klarlack. Der Klarlack sorgt dafür, dass die UV-Belastung vom Epoxidharz ergänzt wird. Jetzt sind auch wieder Besucher auf der Baustelle erlaubt. So kann endlich Steffen Paulus vorbeikommen. Er ist Geschäftsführer einer Druckerei aus der Umgebung und hat versprochen, bei einer sehr wichtigen Aufgabe zu helfen. Wir haben die ganze Zeit überlegt, es gibt einfach sehr viele Menschen, die uns unterstützen. Es müssen noch mehr werden, ja, das ist aber jetzt mal auch ganz wichtig. Und jeder, der ab einer gewissen Summe oder ab einem gewissen Wert, der liegt so zwischen 50 und 100 Euro, die uns zur Verfügung stellt, nehmen wir eben halt diese Namen und die kleben wir auf den Mast und tragen sie 10 Jahre um die Welt. Heute testet Steffen Paulus, ob die Folie mit den Namen gut auf dem Aluminiummast haftet. Und um das Spritzwasserproblem gerade mit dem Salzwasser zu beheben, kommt dann von 3M noch so ein Kantenschutzlack drauf, der die Kanten einfach von dem Kleber versiegelt. Und ich denke, mit 10 bis 15 Jahre sollte da gar kein Problem sein. Wichtig ist eben dieser Kantenschutzlack, damit die Folie nicht von außen angegriffen wird. Rund 5000 Namen können hier Platz finden. Jeder bekommt ein Foto und den genauen Ort, wo auf dem Mast sein Name zu finden ist. Noch gibt es genug freie Stellen und Sponsoren werden weiter gesucht.